Ja, herzlich willkommen zur heutigen Guiding Innovators Folge. Heute schauen wir uns an, was braucht es, um erfolgreich Unternehmen aufzubauen. Und ich darf an meiner Seite begrüßen David Schnetzer. Freue mich sehr, dass du heute hier bist. Hallo Paul, danke für die Einladung. Hallo. Ja, David, erzähl mal, wie kommt es dazu, dass du ein Unternehmen gegründet hast? Was ist dein Hintergrund? Was hat dich dorthin gebracht? Also ich und mein Co-Founder, der Chadash, ich war davor CTO der größten Ethereum Mining Farm Zentraleuropas. Ich habe dann der Chadash, mein Co-Founder, gefragt, ob er uns begleitet in der Mining Farm, weil ich jemanden brauchte, der in der Technik mich supportet. Und dann sind wir nach 1,5-2 Jahren aus der Mining Farm raus und haben beschlossen, selber Unternehmen zu gründen. Und wir hatten einfach den Konsens miteinander, dass wir eben die Zusammenarbeit in der Mining Farm, daher konnten wir uns in Abbau selber schon Freunde seit über 10 Jahren jetzt mittlerweile. Ja. Und so hat es angefangen einfach zum Gründen. Und also ich war so in der Position als CTO von einer Mining Farm. Ja. Es gibt halt nicht so viele Alternativ-CTO-Jobs, wenn man im Blockchain-Bereich drin ist. Und wir haben das war Ende 2016, Anfang 2017, wo wir damit angefangen haben, und dann im Laufe der Zeit, auch 2018, haben wir einfach erkannt, im Markt, da fehlen nur so viele Bausteine, die notwendig sind, um das Thema Blockchain groß zu machen, und einen Baustein könnten wir anbieten. Und wir kommen ja aus dem Mining raus, haben dann erst darüber nachgedacht, eine Masternode, Sharing und Proof of Stake Plattform aufzubauen. Also DeFi hat man das früher noch nicht genannt, sondern da waren es einfach nur auf Konsensusmechanismen basiert, und sind dann über Umwege darauf gekommen, ja okay, wir verwahren ja eigentlich Token, konnten dann über diese ganzen Protokolle keinen stabilen Business Case drüber rechnen. Also für uns ist das Geschäftsmodell irgendwie weggebrochen. Und dann haben wir Anfang 2019, so Q1, Q2 schon begonnen, so zum Pivotieren Richtung Custody, und haben dann final im August 2019 unser Unternehmen gegründet und haben beschlossen, wir bieten Custody an und machen die Sachen wie Proof of Stake, Masternodes als Feature für die Custody in der Zukunft. Genau, und so war es dann. Also August 2019 haben wir dann gegründet. Dann kam die regulatorische Variante Finanzmarktaufsicht und haben dann eben im Januar 2020 mit der Registrierung begonnen. Also so hat das angefangen. Okay, perfekt. Das heißt, vielleicht nochmal zusammenfassen, was macht jetzt Node Ventures genau? Ja, also wir sind der erste registrierte Custodian in Österreich. Das heißt, wir bieten Finanzmarktinfrastruktur im B2B-Bereich, können aber auch B2B2C machen. Okay. Prinzipiell sind unsere Zielkunden Banken, Investmentfonds, Family Offices, also im Generellen können wir die ganze Finanzmarktindustrie bedienen. Und wir möchten einfach diesen professionellen Marktteilnehmern die Möglichkeit bieten, ihren Kunden einen sicheren Hafen für ihre Kryptoassets anzubieten. Okay. Sehr gut. Und ihr habt gesagt, okay, ihr habt zu zweit gestartet. Genau. Sozusagen, wann war die Entscheidung? Habt ihr einen Mitarbeiter reinkommen? Wie habt ihr das Team aufgebaut? Wie war denn da die Entwicklung am Anfang? Sozusagen, was waren da auch eure Überlegungen, wann ihr Leute mit reinnehmt? Also wir haben von Anfang an war uns klar, dass unser Geschäftsmodell und wie wir das aufbauen, also als Verwahrer mit diesen ganzen Auflagen, die man hat, Regulative und alles drumherum, dass wir dieses Unternehmen nicht bootstrappen können. Das war uns ganz klar. Und dann haben wir schon von Anfang an gesucht nach Investoren, haben da auch schon im Mai 2019 gefunden und haben dann das Glück gehabt, dass der Nikolaus Futter zu unseren ersten Investoren mitzählen dürften und jetzt immer noch dürfen. Ja. Und haben dann einfach, wir haben in unserem Umfeld natürlich auch Leute gehabt aus der Softwareentwicklung, auch aus der Mining Farm raus, und haben dann eben gesagt, dann waren wir relativ schnell 5 Mitarbeiter, also Ende 2019, August gegründet, dann Ende waren wir 5 Mitarbeiter, und mittlerweile, uns gibt es jetzt im August diesen Jahres, wären wir 3. Mittlerweile sind wir 25 in der ganzen Firma, alle angestellt, nicht alle Vollzeit, aber die meisten, auch alle hier in Österreich, in Linz, ein paar Leute sitzen bei uns in Wien, aber die kommen trotzdem auch hierher ins Daniel Blockchain Hub. Und
ja, so war so die Entscheidung. Es war jetzt nie eine Diskussion, machen wir es selber oder nicht, weil auch wir dann in der Breite nicht jeder einzeln die Zeit hatten, uns alle Teilkompetenzen einzeln anzueignen. Also wir brauchten halt immer wieder Leute, die uns strategisch verstärken, damit wir das Ding in die Breite schieben können. Ja. Wie wichtig waren Förderungen oder wann habt ihr Förderungen eingenommen? Was war da für euch wichtige Entscheidungselemente? Also Förderungen kann ich sagen, dass wir wahrscheinlich eines der am meisten geförderten Startups Österreichs sind. Förderung habe ich immer betrachtet, wie wenn ich mir Geld von einem Investor hole. Und mit derselben Professionalität sind wir auch da dran gegangen, uns diese Förderungen zu erarbeiten und auch die zu bekommen. Und wir haben schon vor der Gründung die erste Förderung beantragt. Also im AWS Pre-Seed, die mussten wir ja vor der Förderung einreichen. Deshalb hat es auch während als wir den Pivot gemacht haben in Wirklichkeit und uns neu strukturiert haben, den Businessplan umbaut haben etc., das war so in Q2, Q3 in dieser Phase rum, haben wir eben parallel schon auch dieses Know-how verwendet, um dann AWS Pre-Seed zum Beispiel zu beantragen. Okay. Und in Wirklichkeit, also wir reden 2018, 2019, da hatten wir den Drop im Markt, so wie jetzt gerade passiert, haben uns in einer Seitwärtsbewegung befunden. Es gab schon Investoren, die sehr interessiert sind, aber es war nicht so einfach zum Racen. Und für uns war halt die Förderung auf der einen Seite so die Grundversorgung, die uns am Leben hielt, um zum Wachsen. Und durch die Investorengelder konnten wir, also wir haben immer eine Balance gesucht zwischen Förderungen und Fremdkapital, um eben hier nicht immer nur abhängig von einer Komponente zu sein. Das heißt, somit konnten wir uns praktisch wachsen und auch gut und schnell wachsen, weil wenn du in jetzt 2,5 Jahre 25 Mitarbeiter aufbaust, das Wachstum, das kostet Energie und Kraft und da braucht man immer eine Fallback-Strategie. Und in Wirklichkeit hat uns die Mischung aus Förderungen und Fremdkapital hat uns zu dem gemacht, was wir jetzt sind und das war sehr wertvoll. Wie weit sozusagen bist du oder hast du überlegt, dass du eher Einzelpersonen reinnimmst? Hast du irgendwie früher schon gesagt, okay, du holst dir, keine Ahnung, Pre-Seed-Fonds hinein? Oder was waren da deine Überlegungen, wen du ansprichst, wen du wann, wie reinholst bei dir? In Wirklichkeit habe ich viel mit anderen Gründern gesprochen, schon von Anfang an, die vielleicht eine Phase vor mir sind, die jetzt vielleicht schon Pre-Seed graced haben und habe mir da meine Meinung gebildet, habe dann versucht, das ganze Business Angel Netzwerk in Österreich ein Stück weit kennenzulernen, die AIA, damals war ja ein Pioneers Festival, das letzte im Mai, das natürlich auch genutzt, mich auszutauschen. In Wirklichkeit hat es auch damit angefangen, wir haben ja zweimal hintereinander Startup Live gewonnen und das dritte Mal durfte man nicht mehr mitmachen, die haben auch wegen uns übrigens die Regeln geändert. Sehr gut. Und einer der am Anfang essentiellen Punkte war schon Startup Live, beide, weil wir da nicht nur wegen Pitchen, sondern auch wegen den Mentoren, die da waren. Und wir haben halt dann Zugriff auf Mentoren gekriegt, die man so halt nicht kennt. Woher auch? Also ich bin kein Serial Entrepreneur, also das ist unser erstes Startup, das wir jetzt hier richtig aufgebaut haben. Und haben halt da auch einfach Mentoren auch für uns gewinnen können, auch im Nachgang. Jetzt zum Beispiel Florian Glatt. Parallel waren wir dann bei Tech2B, ist ja eins der A+B-Zentren in Oberösterreich. Die haben uns natürlich auch teilweise Türen und Netzwerk geöffnet, mit denen konnten wir am Anfang, so, wenn man nochmal zurückgeht, jetzt nach 3 Jahren bin ich ja viel gescheiter, aber ganz am Anfang, du bist da mit so vielen Herausforderungen, wie du dein Unternehmen aufbaust, konfrontiert, dass du jetzt nicht gleich weißt, erzählt er mir irgendeinen Blödsinn, ist das ein valider Background, wie hoch sind seine eigenen Interessen, was brauche ich denn jetzt wirklich, um zum Starten und das Thema. Und durch die Mentoren, die waren ein Stück weit unabhängig, das war für sie ein Stück weit eine Herzensangelegenheit, uns zu unterstützen und durch Tech2B, weil die komplett vom Land Österreich bzw. von der AWS finanziert werden, hatten wir einfach einen neutralen Sparring-Partner, mit dem wir uns Gedanken machen konnten, wo geht die Reise hin, wie entwickeln wir uns weiter, was sind Fehler, die wir nicht machen dürfen am Anfang, auch mit vielen anderen Gründern, die schon weiter waren als uns. Also das
Ich und der Czardas, wir sind die Summe aus den Erfahrungen vieler Menschen um uns herum, mit denen wir die Möglichkeit hatten, uns auseinanderzusetzen und die uns Feedback dafür gegeben haben. Das ist schon das Thema. Natürlich haben wir keine Kompetenz, die wir mitgebracht haben, aber in Wirklichkeit wären wir, glaube ich, ganz alleine in einer stillen Kammer, weil ja viele, glaube ich, die am Anfang neu gründen, Angst haben, auch ihre Ideen zu teilen. Wenn wir das gemacht hätten, wenn wir unsere Ideen versteckt hätten und nicht den Austausch gehabt hätten mit sämtlichen Leuten drumherum, dann wären wir bestimmt nicht da, wo wir jetzt sind. Ganz klar. Vielleicht noch ein anderes Thema, weil du gesagt hast, es hat viel Energie gekostet, jetzt von quasi vielleicht am Anfang 5 Mitarbeiter auf 25 Mitarbeiter. Was sind da so die Themen, wo du sagst, das kostet Energie, das muss man mit bedenken, wenn man diesen Weg geht, auch in der Geschwindigkeit so viele Leute dazu zu holen? Ja, es sind unendlich viele Herausforderungen auf dem Weg dahin. Prinzipiell geht es darum, die Teamdynamik aufrechtzuerhalten. Du bist zu zweit, wir reden zusammen, du hast eine Entscheidung, jeder tut das, dann. Du bist 5 Leute, du bist 6 Leute, du redest über den Tisch, weil wir alle zusammen an einem Tisch sitzen, jeder exekutiert das und es passiert einfach. Du bist 10 Leute und dann musst du schon beginnen, sukzessive gewisse Automatismen, Abstimmungstermine einzupflegen. Also halt, dass die Organisation halt die rechte Hand weiß, was die linke tut. Und wenn man halt dann schnell wächst und ganz viele Dinge zum tun hat, dann bleibt es oft ein Stück weit auf der Strecke. Und das wird dann aber noch schlimmer, wenn man von 10 auf 20 Mitarbeiter wächst und dann Richtung 25 geht. Das heißt, es gibt so einen Tipping Point, wo man in der Organisation gewisse Strukturen einziehen muss und nachziehen muss, damit du weiter arbeiten kannst. Weil es ist so, dass der Czardas und ich, wir sind beide 50-50 Founder und wir haben uns einfach vereinbart, der Czardas macht der Innenminister, ich mache der Außenminister. Das war unsere klare Aufteilung. Natürlich hat jeder seinen Teilbereich, den er mitmacht und es gibt dann Bereiche, die wir gemeinsam machen. Aber in Wirklichkeit war es schon so, dass in der Zeit, wo ich dann beim Racen draußen war, auf die ganzen Veranstaltungen war, mich mit Förderungen auseinandergesetzt habe, wie können wir das Unternehmen finanzieren, wie können wir wachsen, hat mir der Czardas praktisch in der Firma den Rücken freigehalten und hat geschaut, dass das weitergeht. Und so haben wir uns praktisch immer wieder nach oben gemeinsam handeln können. Und das hätte ich allein zum Beispiel nie geschafft, weil du hast auch nicht den Kopf frei die ganze Zeit, da hast du dann einen Backlog von 1000 Dinge. Und dann musst du mit Investoren reden, musst smart sein, sollst charmant sein, sollst die von dir, vom Unternehmen überzeugen. Und das, aus meiner Sicht hätte ich das allein, das wäre unmöglich gewesen. Gut. Noch eine Frage, sozusagen, die sehr spannend ist, weil der wichtige Punkt ist ja, man muss ja ein Produkt für den Kunden machen. Jetzt haben wir sehr viel über die Finanzierung, quasi sehr viel über das Thema Teamaufbau gesprochen. So. Woher weißt du, ob überhaupt das Produkt, was ihr euch überlegt habt, irgendjemand haben will? Wann seid ihr dann in Austausch mit potenziellen Kunden gegangen? Ihr habt ja auch nicht Kunden, wo man ja einfach einen Zugang kriegt. Also wie geht ihr diesen Prozess an und woher wisst ihr, dass ihr da am richtigen Weg seid? Also prinzipiell haben wir ein starkes Grundverständnis, wie die Finanzmarktinfrastruktur rund um Blockchain funktioniert. Wie funktioniert der Exchange wirklich? Wie funktioniert Custody? Wie funktioniert der Wallet-Infrastruktur? Und wir waren einfach der Meinung, dass diese Omnibus-Infrastrukturen, die Exchanges haben, das heißt, man hat nicht On-Chain-Transaktionen, sondern man hat die in einer Datenbank, in einer besseren Datenbank drin, dass das einfach die Transparenz, die Blockchain haben sollte, komplett kannibalisiert. Und unser Grundgedanke war einfach generell, Infrastruktur auf der Blockchain muss klar aufgeteilt sein und nur On-Chain. Und das war unsere Philosophie von Anfang an. Unsere Kunden wussten das damals aber noch nicht, dass eine On-Chain-Infrastruktur das transparentere und möglicherweise bessere ist für ihre Kunden. Und deshalb haben wir viel Zeit aufwenden müssen, um aufzuklären. Und natürlich hilft dann auch parallel der Markt. Also man hat die Aussage von Coinbase zum Beispiel gesehen, dass wenn sie Konkurs sind die Gelder der Kunden teilweise mit betroffen etc. Das sind alles Dinge, die spielen uns natürlich in die Karten, aber wir haben gewusst, der Markt muss sich dahin entwickeln, weil wir es technologisch verstanden haben, dass das die Bottlenecks sind in der Infrastruktur. Und wir wussten, früher oder später müssen es die anderen auferstehen, weil wenn du in einer Tiefe drinnen bist, dann ist es klar. Dann ist es einfach glasklar. Da braucht man nicht drüber diskutieren. Aber das heißt, ihr seid sehr stark, habt ihr eigentlich angefangen von euren
Vorerfahrungen quasi, also einem Genau. Vorbusiness, also da ja auch mitgenommen, ich Genau. mache jetzt ein bisschen Interpretation, aber sozusagen, was ihr eigentlich gebraucht hättet, ein bisschen Ja. sozusagen eurem Business und von dem dann gestartet, weil sozusagen man sagt ja auch immer früh mit den Kunden sprechen, aber in dem Fall hätte es ja gar nicht so viel geholfen, weil die gar nicht gewusst haben, was sie brauchen. Das ist schon genau ein good point, also das war wirklich das Thema, wir haben das aus unserer Expertise raus definiert. Ja. Das war einfach das Thema. Wir haben gedacht, wenn wir es machen, so, wenn ich ein Rennfahrer bin, dann weiß ich, welche Reifen ich auf meinem Auto brauche, wenn es regnet und wenn es nicht regnet. Und so ähnlich wussten wir in unserer Welt, so sollte eine Infrastruktur aufgebaut sein, weil das die Assets von der Blockchain sind und wenn ich das nicht so mache, dann ist es einfach nicht so. Ja. Und das heißt, und nachher seid ihr ja gegangen zum Kunden und habt ihn quasi aufgeklärt, das heißt, ihr habt quasi für euer Produkt den eigenen Markt ein bisschen aufgebaut sozusagen, weil sie gar nicht verstanden haben, dass sie das ja eigentlich brauchen als Kernasset. Ja, ganz klar. Also wir mussten hier sehr viel Aufklärungsarbeit machen. Wir haben dann die Möglichkeit über ein POC mit einer sehr großen Bank aus Österreich hier die ersten gemeinsamen Schritte zu gehen. Ja. Man muss auch wissen, während der FMA-Registrierung darf man keine Werbung machen für sich. Also wir mussten sogar unsere Website offline nehmen, während man im Racen ist, während man im Aufbau ist, während man versucht, Kunden zu akquirieren, was dann unglaublich herausfordernd war. Und die von Anfang Registrierung bis Erteilung dauerte 11 Monate. Jetzt wachst du, verdoppelst dein Team von 5 dann Richtung 10, also wir waren ja Ende 2020 schon 10. Raise Geld, holst du die Förderungen. Wir haben dann auch angefangen, unser Patent einzureichen, haben auch Ende im September letzten Jahres unser Patent erteilt bekommen, haben uns dann parallel nur ISO 27001 zertifizieren lassen, haben unser ISAE 3000 Testat Typ 1 erarbeitet. Das haben wir alles nur nebenher parallel dazu gemacht mit dem Wachstum und das halt teilweise unter Voraussetzungen, die sehr fordernd waren, also für alle. Und miteinander ging es gut. Perfekt. Ja, ich glaube, wir sind mittlerweile am Ende. Dankeschön für die Insights. War wirklich sehr spannend. Ich habe selber sehr viel gelernt. Wer noch Fragen hat, gerne in den Kommentaren und viel Spaß beim Gründen. Chaka!